Jetzt der Campingcheck. Camping, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper. Und jetzt guckt euch das doch mal an. Wir sind hier direkt an der Weser. Das ist Bad Karlshafen da vorne. Und dieser Campingplatz, der ist nämlich direkt am Wasser. Ist das nicht toll? Es geht auch in dieser Folge so ein bisschen um Flusscamping. Wir gucken uns zwei Plätze an. Einmal den hier, richtig, richtig groß, schön am Wasser, nah am Ort. Und dann geht es noch nach Wetzlar an der Lahn. Da gibt es auch einen schönen Campingplatz. Der ist ganz, ganz klein und die gucken wir uns auch an. Mal sehen, ob das irgendwie cooler ist. Der eine groß, der andere klein. Mal sehen. Mit dabei, wie immer, ist natürlich mein Wohnmobilmädchen, die Pamela, 31 Jahre alt. Und guck doch mal, so muss eine Tür klingen, oder? Jetzt ist es natürlich hier Ladies First, ja, aber mit, ihr kennt ihn alle, der wichtigste ist natürlich der Luki hier. Ja, wichtig ist übertrieben, aber grüßt euch, schön, dass ihr da seid und los geht's in eine geile neue Folge. Ja, wir haben nämlich auch ein bisschen was vor. Wir wollen auf beiden Plätzen ganz außergewöhnliche Camper suchen, wirklich. Und ich denke, wir werden noch ein paar finden. Hat ja bis jetzt immer ganz gut geklappt. Und dann wollen wir einfach mal sehen, ja, was sind das für tolle Camper und was sind das für Menschen, die darin leben. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Folge. Es ist cooles Wetter. Auf geht's, Friso. Lass uns loslegen, Wir oder? wollen anstarten. Pamela, du bleibst Und hier. ab. Auf geht's. Weißt du, was das ist, Luki? Nee. Das ist eine Güllepumpe. Oh. Das heißt wirklich so. Wurde mal ganz schlecht verkauft, weil die so hässlich sein sollte. Jetzt ist es Kult. Hier mit diesem Doppel, im Prinzip ja V2 Motor. kennst. Ja. Hattest du auch mal sowas? Nee, eine Güllepumpe hatte ich noch nicht. Schön. Oh, guck mal hier. Alter Schwede. Das Was schön mit Holz. Das sieht mal schick aus. Alter, Guck dir die Schnauze an. was ist denn das? Guck dir mal. Die Pamela ist ja auch ein Citroën, Leute. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, sie hört es nicht, aber so eine schöne Nase hat sie nicht. Ja, hat einen schönen Hintern dafür. Das hat sie ja. Daher kommt ja auch der Name übrigens. Komm, wir gucken, Fragen immer ob viele jemand Leute. da ist. Hallo. Dürfen wir mal stören? Aber ja, Wer ist denn das hier? das ist Balu. Hallo Balu, grüß dich. Wir sind leider nicht wegen, wer bist du? Entschuldigung, Karin, hallo, grüß dich, hallo Karin. Lukas, Hallo. grüß dich. Karin, was ist denn das für ein abgefahrenes Teil? Ja, das ist unser Bumblebee. Heißt er so? Ja, wir nennen ihn so. Also mein Kurze dafür ist Vieh. Aber das ist unser kleines Stückchen zu Hause für unterwegs. Das ist ein Citroën Y. Ein Citroën Y. Albert, Grüß dich. grüß dich, moin, hi. Was ist denn das für ein Teil? Ja, ein ganz alter Pferdetransporter. So siehst du gar nicht aus wie ein Pferd. Wir aber. Dürfen wir mal gucken? Natürlich dürft ihr gerne reinkommen. Luki, komm. Warte, ich bin aber gespannt. Natürlich dürft ihr gerne reinkommen. Guck mal hier. Wie alt ist denn der eigentlich? Der ist Baujahr 71. Oh, Guck mal hier. ach hier, was ist denn hier für ein Platz drin? Ja, das ist das Schöne dabei. Toilette, Dusche, alles drin. Wir haben einen 5000 Watt Umformer drin. Ja. Ich kann autark stehen, ist egal, wo an welchem Gewässer ich stehe oder so, ich tue viel Angeln. Das ist das Coole. Ich habe 220 Liter Frischwasser an Bord. Komm, Büse, guck mal hier. Wie schnell bist du denn damit unterwegs, sag mal? Zwischen 80 und 100 fährt er. Ach doch. Hat aber nur 3 Gänge in einer 2-Liter-Maschine. Stark, echt. Hier, das war der einmal. Ich kann dir das einmal geben. Alberts Abenteuer, guck mal, Luki. Wieso sah der aus? So hat der ausgesehen. Ach, Genau. du Scheiße, da hätte ich ja gar keinen Bock Auch anzufangen. wenn du das sehen tust, dann kriegst du Angst. Ohne Scheiß. Warte mal, ich kann Ach, das hier mal. sieht man's auch, hier nehm's siehst du. mal. Dann geht das einfacher. Wie viele Pferde haben da reingepasst? 2. Das sieht noch alles sehr gut aus. Das Problem ist nur. Das sieht gut aus. Ja, das sieht noch gut aus. Ach du Scheiße. Wir machen das mal schnell. Das ist das Fahrwerk. Hier sind Bleche drumherum geklebt worden und das ist das Original, was hier drin liegt. Ach du Scheiße. Also Flex durchschneiden und weg. Ich muss dabei sagen, ich habe es nicht gelernt. Ich bin Schreiner vom Beruf. Schreiner und dann mit Metall. Ich mache das nur aus Hobby. Ah, den Ausbau hast du auch selber gemacht? Alles selber gemacht. Ach, guck mal, hier kannst du sitzen hier, Luki. Ja, da sitzen den Tisch kannst du bis hierhin herausziehen. Ach, Quatsch warte. jetzt. Den kannst du bis hierhin rausziehen. Hier ist ein Bein dran. Guck mal. Und dann hast du einen Tisch. Und deine Frau sitzt dann auf dem Klo, während Nein, wir sitzen nebeneinander. Und der Motor, wo ist denn der vorne? Der Motor ist vorne. Warte. Oh, Das war die Hupe. Ja, das war die. Oh, der ist er. Und da ist der Motor. das glaube ich nicht. Wie schön. Das gibt's ja nicht. Das Schöne an diesem Auto sind, Kannst du einen Wechsel innen machen? ja, so ungefähr. Aber da gibt es nicht viele von diesen Pferdetransportern. Ne? Nein, das ist der einzige in Deutschland, der im Moment läuft. Ernsthaft? Ja. Jetzt hast du aber immer noch nicht gewiehert.
Ich via dir gleich. Karin, Ja, einen schön bekloppten Mann hast du da. das Deswegen ist bist du auch okay mit so. dem zusammen, ne? Ja, weil wir beide nicht ganz Bluna sind. Dann macht's mal gut, ihr beiden. Ja. Tschüss Karin, tschüss Balu. Für den Besuch. Pass auf dich auf. Ja, auf alle Pass Fälle. auf, Auto auf. Ja, sowieso. Alles wär- Gute. Tschö. Ein schöner Partner für Pamela. Ja, das gleiche Fabrikat, ne? Der Campingplatz liegt mitten im Weserbergland, direkt gegenüber vom Ortskern der Kurstadt Bad Karlshafen. Hier gibt es 300 Stellplätze. Oh Leute, es ist mal wieder soweit. Er ist wieder irgendwo verschwunden. Friso? Ja. Ach, guck mal, hier, da bist du. Was schaffst du denn da? Ja, Gas ist alle. Wie Gas ist alle. Ja, ich habe keine Anzeige. Es gibt ja so Anzeigen, die kannst du hier draufpappen. Die finde ich aber nicht so richtig cool. Dann kannst du so elektrische kaufen. Die sind teuer. Und das Coole ist, es gibt einen Service hier. Kannst einfach anrufen vorne und die bringen dir die Flasche sogar direkt hier an Platz. Ist das cool? Ja. Die Chefin kommt sogar persönlich. Wenn man von ihr spricht. Da ist er. Hallo! Oh, das ist ja cool. Was ist da? Hallo, der Flaschenservice. Super. Na, da freut sich der Friso. So, hi. Hi. Nina, ne? Genau, hi, Richtig. Friso. Der Hallo. braucht immer viel Gas. Lukas, Ja. grüß dich. Hi. Hi. Das finde ich ja cool von euch. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ja, genau, ne? Weil die wiegen ja auch was. Ja, ich dachte schon, Manche Lukas wollen müsste die sogar jetzt hier fest- hintragen. Weißt du, das wäre auch blöd für Lukas Trag gewesen. dir die Gas. Dann lass mich wenigstens helfen. Bist du jetzt die Chefin? Ist das richtig? Genau, ich übernehme den Platz mit meinem Mann zusammen, jetzt in dritter Generation. Wir sind ein Familienbetrieb seit über 35 Jahren und die zweite Generation passt gerade auf die vierte auf. Zack, alles hier am Stück. Ja, Das ist genau. ja cool. So, Flasche erstmal schön zurück. Ja, besten Dank. Kommst du hier aus Bad Ich Karlshafen? komme aus Bad Karlshafen, genau. Ihr habt da ja so einen Binnenhafen, glaube ich. Was genau hat es damit auf sich? Ja, genau. Also es ist eine Barockstadt. Ja. Ne? Und der Hafen, der wurde tatsächlich im 18. Jahrhundert dann gebaut, so wie es ursprünglich der Landgraf Karl geplant hatte und sollte ursprünglich als Handelsweg dienen. Ne, da sollte ein Kanal hoch zur Fulda, Kassel. Genau. Aber die Stadt ist in Wirklichkeit ganz, ganz klein, ne? Ja, die ist jetzt nicht gerade so groß. Also man geht 5 Minuten über die Brücke und dann ist man schon im Zentrum. Und eine Ampel habe ich gehört. Eine Ampel haben wir, jawohl. Darf ich mal kurz fragen, was ich hier alles sehe? 1. März diesen Jahres ist mein Sohn geboren, der Kian. Das ist ein Herzlich- Frühchen. Glückwunsch. Da sind Oh. 2 Löwen drauf, Dankeschön. Warum 2 Löwen dann? Genau, ne, weil ich hatte in der Schwangerschaft starke Blutungen. Er ist 2 Monate zu früh geboren und dann haben wir beide uns durchgekämpft. Ach, deswegen Löwenmama und oh, wie süß. Ja, genau. Süß, ja. Das finde ich ja cool. Ja, ein kleiner Oh, Kian. guck mal, da kriegst, du, Vierte da kriegst du Generation. sogar Gänsehaut. Ja. Da bin ich mal nicht der Einzige. Genau. Cool. Warum hast du dich entschieden, diesen Platz zu übernehmen? Und warum macht der Papa nicht mehr? Ganz einfach, weil Oder ich die bin Mama. hier seit klein auf groß geworden und es ist halt einfach unser Baby und daher möchte ich ihn sehr gerne übernehmen. Für mich war es in der Ausbildung schon klar, hier geht es für mich hin. Und genau, und der Papa, der ist ja noch mit hier dabei. Ne, und ja, genau, machen das gemeinsam. Vielen Dank schon mal für den Service. Ja, ich danke Dann, auch. Schönen Aufenthalt euch noch. Ja, danke. Tschüss. So, dann mal hier reinpacken, Friso. Ja, Dass die Bude wieder warm wird. ja. Mach's Tschüss, gut. Nina. Bist du auch ein Camper? Luki, geh lieber. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Leute, wir gehen mal weiter. Das ist der Chef vom Campingplatz hier. Da haben alle nichts zu melden. Echt? Ach, guck mal, da kommt schon die neue Kundschaft. Hallo. Moin. Hello. Hallo. Grüßt euch, na? Wo kommt ihr denn her? Baunatal, gleich in der Nähe. Ah, Ja, okay. Und Fahrt. oh, das ist sehr schön. Kommt ihr öfter hier hin? Muss ich jetzt was Jedes sagen? Nein, du musst gar nichts sagen. Jetzt ins Fernsehen? Das Ja. kann passieren, das kann passieren. Ja. Gleich. Na, dann baut mal schön auf. Machen wir. Ne? Passt auf euch Schöne auf. Zeit. Ciao. Bye, bye. Guck mal hier, du. Da ist alles dabei. Ja. Apropos alles dabei. Der Platz hat sogar ein eigenes kleines Freibad. Insgesamt ist der so groß wie 13 Fußballfelder und einfach echt schick an der Weser gelegen. Herrlich, oder? Hier kann man auch gut Radfahren, glaube ich, habe ich gehört. Hä? Was ist das, Luki? Guck mal hier. Ein Wohnwagen. Ein Teppler aus Holz. Der Blausholz, genau. Wahnsinn. Oh. Hallo? Dürfen wir mal reinkommen?
Hallo. Grüß dich, Friso. Michael. Michael, hi. Gute Lukas, Lukas, wir sind vom grüß dich. Campingcheck Hallo. und suchen eigentlich abgefahrene Camper. Das sieht aus wie ein Boot von vorne. Oder von hinten. Das ist ein Camper aus nachwachsenden Rohstoffen in einer speziellen Form, die ich mir so ausgedacht habe. Du hast das ausgedacht. Genau. Ja, du hast es gebaut? Ja, ich wollte mal campen. Ich bin kein eingefleischter Camper jetzt, vielleicht wie du. Und, Ja, wir sind ja alle mal dazu gekommen. Ja, genau. Und ich wollte halt mir einen Campingwagen kaufen, habe nichts Passendes auf dem Markt gefunden. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das machen kann. Und dann habe ich einfach so einen gebaut. Und Ja, einfach, dann entwickelt bauen wir einfach und- mal eben so einen genau. Camper. Das ist eine sauschöne ungefähr. Form. Wahnsinn. Können wir mal reingucken? ja, bitte. Oh. Also der ist ja auch von innen sauschön. Leute, guckt euch das an hier. Macht Spaß, man riecht trifft auch- lauter nette Leute, auch euch jetzt hier spontan. Dankeschön. Also das finde ich riecht irgendwie auch gut. Aber es ist jetzt ein bisschen eng. Also für eine Person oder geht's? Für zwei, wenn man sich sehr lieb hat? Wir können so drin schlafen, aber wenn man sich nicht mehr so lieb hat, kann man das auch ein bisschen rausziehen hier, diese Sachen. Schatz, wir trennen uns Kann heute das Nacht. erweitern, das Bett. Das hat so ein speziell von mir entwickelter Lattenrost, wie ein Zollstock, nur liegen. Man kann den einfach so ausziehen Das ist ja geil. Mega. Das habe ich auch noch nicht gesehen. und kommt dann auf 1,40 Meter mal 2 Meter Liegefläche. Kann dann hier oben noch eine Matratze, Ach, wie Matratze cool. hinlegen. Und die Tür kann man ganz öffnen. Dann gehe ich mal zur Seite. 90 Grad kann man sie arretieren Wow. oder 180 Grad. Das ist ja cool. Eine rausnehmbare Küche ist natürlich schon mal praktisch. Ja, man kann drin kochen, man kann draußen kochen. Und was für einen Blick du jetzt hier hast. Ja, durch diese großen Türen, die man so schön aufmachen kann, ist man fast schon draußen. Darf ich mal reinkommen bei Ja, dir? komm rein. Oh, guck mal hier. Und ich Das ist, ja kann eine, dir, das ist eine coole Konstruktion hier. ja, und ich kann dir auch mal das Dach aufmachen, das geht auch. Du kannst was? Das Dach aufmachen, da kannst du beim Schlafen in die Sterne schauen oder jetzt in die Sonne, wie du möchtest. Verarsch mich gerade, oder? Ah, ich mach's mal auf. Ich kann das hier ganz einfach mal aufklacksen. Wie geil ist das? Ja, man kann das hier komplett öffnen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was machst du beruflich? Ja, ich bin Architekt und Haha, mein Papa auch. Super. Ja. Und mein Sohn wird's auch. Vielleicht baut er mir auch mal sowas. Ja. Also der erste Ja. Camping-Architekt, den wir treffen. Ja, schade, dass es davon nur einen gibt, wirklich. ja, also es gibt schon mehrere davon. Man kann die bei mir auch bestellen und kaufen. Aha, wie? Weil viele Leute fanden es so toll Ja. und ich hatte so eine Nachfrage, dass ich mir einfach überlegt habe, dann baue ich halt noch einen und noch einen und noch einen. Und jetzt fahren schon einige in Deutschland rum. Was kostet sowas? Das ist alles Handarbeit, Küche mit dem Kühlschrank, mit einer Solarzelle außen. Jetzt sag schon, was kostet der? 18,9. 18,9. Oh, aber da Ja, und mit dem Dach. Handgemacht, geölt, mit dem Dach. Ich frage mich warum so wenige auf die Idee kommen, so ein Cabrio-Dach zu bauen, weil das ist doch eine mega Idee. Also wirklich, Hut ab, mein Lieber, Gefällt? Super. richtig cool. Ja. Danke dir, dass wir mal gucken durften. Stehhöhe hast du auch. Stehhöhe hat man jetzt auch, ja. Egal wie groß du bist. Damit ist man doch der König am Campingplatz, oder? Heute, Baby, darf ich dir heute Nacht mal die Sterne zeigen? Genial. Wenn ihr auch einen coolen Camper habt, meldet euch gern bei mir. Ihr findet mich auf Insta und Facebook. Und Luki, das wäre was für dich? E-Bike-Ladestation. Du fährst doch immer so gern mit deiner Frau, richtig? Ja, kann man Kommt schön hier laden hier. Ladegerät rein und dann wird alles abgeschlossen. Guck mal, und wenn dir mal die Luft ausgeht, kannst du aufpumpen hier. Fahrradservice-Station. Genau, falls Wieso der Atem schlecht? mal wegbleibt. Die habe ich schon im Internet gesehen. Die sind cool, oder? Kleine Holzhäuschen. Ja, kannst du mieten. Ach, guck Hallo. mal da. Hallo, dürfen wir euch mal stören? Lukas, ich bin der Friso. grüß Hi. dich. So, ich bin die Melle. Hallo Männer. Ach, wer ist denn da noch alles drin? Sehr gerne. Das ist der Frodo. Das ist der Frodo. Weißt du, dass ganz viele Leute mich immer falsch nennen und mich Frodo nennen? Nee, er heißt wirklich Frodo. Frodo. Hallo, ich bin der Friso. Hallo, Sandra. Servus. Sandra. grüß dich. Hallo Frodo. Und du bist? Der Michael. Hallo. Grüß dich, moin Michael. Hallo, Friso. Jetzt hätte ich auch Frodo gesagt. Jetzt hätte ich auch Frodo Wer gesagt. wohnt denn hier drin jetzt? Ihr alle? Nee, die Melle wohnt hier drin. Du wohnst ganz allein hier. Ganz alleine. Und das ist total schön, ganz alleine. Dürfen wir mal einmal Guck durchgucken? mal. Schau, guck. Hast du hier irgendwo Licht, sag mal? Ja, guck mal da. Ah, guck mal, Luki.
Guck mal, genau. Und wie ist es? Oh, das riecht auch schön hier nach Riecht Holz, richtig schön, ne? Und ein bisschen nach Kaffee noch. Was bezahlst du hier? Ich zahle die Nacht 29 € tatsächlich. Also das ist nicht viel. Mit Heizung, mit Strom, alles dabei. Und dann kannst du das für 29 € haben und es ist mega gemütlich. Es ist richtig gemütlich. Das ist ja cool. Ja. Und ihr, wo kommt ihr jetzt her? Wir machen hier Familiencamping. Wir stehen da drüben, haben ein großes Zelt mit der ganzen Familie. Wir stehen hier so mit 10, 12 Leuten. Wohnwagen, Wohnmobile. Machen wir einmal im Jahr hier so Familiencamping. Und Melle gehört nicht zur Familie, die darf nicht mitmachen, oder Doch, wie? die hat ein Zelt und das war ihr jetzt zu kalt. Das Wetter war ihr zu schlecht und da hat sie gesagt, sie mietet sich so eine Hütte. Aber das könnte man sich auch dauerhaft überlegen, sowas, ne? Also ich will kein Zelt mehr, wenn jemand eins braucht. Ich habe eins abzugeben. Ich danke euch, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Euch auch, ne? Ciao. Und viel Spaß, Melle, in deinem Hütchen. Ciao. Frodo, also echt. Gute, hi. Oh, guck dir das mal Was an ist hier. denn das? Da sitzt einer Huckepack hinten drauf, du. Nee, das sieht aus, als wäre dein Wohnwagen hinten reingecrasht. Der hat wohl zu doll gebremst. Hä, was ist das, Luki? Krass. Oh, schöner alter Opel. Hier, das ist übrigens kein Rost und auch kein Lackfehler, das ist Patina. Das muss so. Okay. Wie cool. Hallo. Hallo. Moin. Oh, da knurrt jemand. Wer ist das hier? Tyson. Das ist ja ein sympathischer Name. Grüß euch. Servus. Hallo. Servus, Friso. Grüß dich, Gute. Wer bist du? Ich bin die Heike. Hallo Heike. Und? Ich bin der Ralf. Ralf, was ist passiert? Habt ihr zu doll gebremst? Und es ist hinten, ich habe sowas noch nie gesehen. Das hören wir öfters. Ja, Ist ja normal. das hören wir öfters. Wie funktioniert das? Du schraubst den hinten dran oder was? Der ist an der Anhängerkupplung verschraubt unten und am Dachgepäckträger. Dürfen wir da mal reingucken? Ja, gerne. Ja? Zeigst du mal ein bisschen? Ja, können wir ruhig anlassen. Okay, oh. Wieso? Ja. Das ist mal hier. Och, guck mal an. Das erinnert mich so ein bisschen wie so ein Pickup-Aufbau hinten, weißt du? So ein Koffer hinten drauf. Das ist ja aber richtig schön. Warum habe ich das noch nie gesehen? Es wurden nur 300 Stück von gebaut. Das ist okay. Und wie viel gibt es noch? 10, 20 Echt so wenig nur noch? in der freien Wildbahn. In der freien Wildbahn. Ja, ja. Hier ist die Kochstelle. Ach so, ich darf mal, ja, das wird Ja, dann hier so das zusammen. einmal rumklappen und dann ist Das ist da, ein bisschen wie Tetris spielen, ne? da das Waschbecken. Toll. Ah, okay, alles klar. Und hier ist noch das Bad. Darf ich mal? Da ist Bad. Ja. In dieser Sendung gucken wir eigentlich bei jedem ins Auf Bad. kleinstem Raum. Hast du Alles aber da. schön gemacht, du. Musstest du viel wieder Heide dran machen oder ging? Einiges. Ja? Jedes Jahr ein bisschen. Wir haben viel Liebe reingesteckt. Ist viel zu tun schon, oder? Wir haben jetzt, wir haben vor Corona gekauft und er war halt so ein bisschen verwohnt. Und dann hat Ralf angefangen, das eine oder andere zu reparieren. Und ich sage immer, don't touch a running system. Ja. Es kam dann Aber- eins ins andere und ja, mittlerweile ist es jetzt so das Irgendwas ist immer. zweite Jahr, wo wir fast pannenfrei fahren. Macht's jetzt Spaß? Oh, es ist so geil. Ja? Schön, ja. Warum? Freiheit, das ist einfach, du hast auf kleinstem Raum alles, was du brauchst. Wir brauchen nicht viel, aber das, was wir haben, das ist eigentlich unser größtes Glück. So ist es beim Campen. Man Ja. braucht nicht viel, oder? Ja, genau, man braucht nicht viel und das, was wir haben, ist super. Oh. Das ist echt. Ja, es ist unser Baby. Oh, guck Ja. mal hier. Wie meine Pamela. Ich habe ja die Genau, Pamela. Ist auch ein altes. genau, Ah, okay, kennt ihr die? Okay. Genau, die Pamela kennen wir schon. Ja, wir kennen ja deine Sendung. Ah, Hallo? okay. Aber man braucht Wahnsinn. wirklich nicht viel. Ihr habt recht. Also, guck, Tyson ist auch glücklich hier. Tyson ist auch glücklich. Tyson ist ein absolut. Campinghund. Ja, ist ein Campinghund und wenn der dabei ist, geht's ihm gut. Das sehe ich. Passt auf euch auf. Geiles Teil. nee. Echt. Also Respekt. Danke, dass ihr da wart. Übrigens, neben den Holzhütten gibt es auch größere Mobilheime hier zu mieten. Da haben wir Lukas untergebracht. Ah, Luki, du hast aber wirklich auch einen schönen Ausblick hier von deiner kleinen Ranch, hä? Ausblick und Leute, was soll ich sagen hier? Platz an der Sonne, guckt euch das an, eine kleine Mini-Ranch mit Aussicht hast es auf schon gut den hier. Fluss. Da kann man mal ganz geschmeidig entweder arbeiten oder Urlaub machen. Ja. Du bist ja eher so der Urlauber, ne? Genau, ich mache ja gerne Urlaub. Guck mal hier, sieht ganz gut aus. Da kommen noch 2 Radfahrer, die machen auch Urlaub. Ja, bist du hier mit deinem Spielzeug unterwegs. Mega. Ja. Guck mal hier, und da ist die Weser. Luki Luft. Super. Es wird Abend an der Weser.
So Leute, langsam wird es Zeit hier für was zwischen die Zähne. Friso hat zum Grillen geladen. Mal schauen, was er da so Leckeres vorbereitet hat. Ob er was kann, sehen wir gleich. Friso, Gude, mein Lieber, mal ganz kurz. Hier, hast du nicht gesagt, wir grillen heute? Ein bisschen Fachlektüre. Wir müssen auch ein bisschen bilden hier. Ganz kurz, du hast gesagt, wir würden grillen. Tun wir auch. Wo ist der Grill? Das ist die wichtigste Frage. Mein neuer Grill. Wo? Ja, hier, diese Stahlbierkiste. Ah, Quatsch. Guck mal, ist das nicht cool? Da kannst du dich draufsetzen als Höckerchen und die Weser begutachten. Dann kommt dein Kumpel Luki vorbei, dann kannst du ihn auf ein Bierchen einladen. Komm her. Hat er wieder was Neues? Guck mal hier. Nicht schlecht. So, für dich. Achtung, das sprudelt aber hier Ja, ganz schön. das muss sprudeln. Das muss sprudeln? Warum? Ja, guck, so. Oh, Leute, es muss sprudeln. Kerlchen, eine Riesensauerei machst du hier. Prost hier. Ah, Prösterchen. Ja. Und jetzt kommt das hier alles raus. Ich glaub's nicht. So. Und dann, pass auf, ist das jetzt eine Feuertonne und da kommt dann gleich der Grill drauf. Ha? Nicht so schlecht, oder? Na dann, Wir auf fallen geht's, hier. Friso. Ja, Ich hab machen wir. Hunger. Es hat geklappt. Herr Komm, Richter. jetzt mal ganz ehrlich. Super. Luki hatte Bedenken, dass das Feuer unten ausreicht, weil der Abstand ist ja relativ hoch. Ich hatte starke Bedenken, aber er hat es geschafft. Er hat gegrillt, Leute. Der Herr das ist auch das Richter erste hat Mal, dass ich gegrillt. auf Holz grille, ehrlich gesagt. Dankeschön. Ich fange mal mit dem Würstchen an. Achtung. Fleisch. Meinst du, man schmeckt das, dass es auf Fleisch, auf Holz war? Oh ja, das schmeckt man. Ja. Und? Das schmeckt man wirklich. Ich freue mich übrigens sehr auf morgen. Da geht es nämlich zum kleineren Campingplatz. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Ach, das ist herrlich. Am nächsten Morgen brechen wir schon früh auf. Wir verlassen Bad Karlshafen, denn für uns geht's zum Campingplatz direkt nach Wetzlar an der Lahn. Wir sind da! Ah! Sonnenschein in Wetzlar. Wie cool ist das denn? Ach, guck mal. Da winkt er schon. Ich glaube, das ist der Patrick. Guck mal hier, ich da habe winkt mit dem er Chef telefoniert, dass wir kommen. Na, dann mal hin. Moin! Servus, hi. Patrick. Das ist Friso. Da steht's auch. Grüß dich. Lukas, hi. Hier, der Chef. Lukas, ja, Sag mal, so lange hast du den Platz noch gar nicht, ne? Nee, das ist jetzt tatsächlich die 3. Saison dieses Jahr. Hast du schon mal bereut? Bereut habe ich keine Minute. Ne? Nein, nur nette Gäste und alles toll. Ich komme morgens mit einem Grinsen auf die Arbeit und freue mich über nette Gäste und mache das wirklich mit Herzblut und das merkt man auch. Was hast du vorher gemacht? Ja, ich bin eigentlich gelernter Bäcker. Bäcker? Bäckermeister auch, ja. Ach, wie cool. Und vom Bäcker zum Ja, gut, Campingplatz. zwischenzeitlich noch ein bisschen was anderes gemacht, aber dann habe ich dann meinen Job aufgegeben und habe das dann hier Vollzeit übernommen. Sehr cool. Also, sieht schon mal, erster Eindruck gut, Luki? Perfekt, Oder, echter Leute? Sand. Ich Das weiß ist ja nicht. wie auf Amrum hier. Guck mal hier. Feinster Sand, der klebt auch nicht an den Schuhen. Ne, das ist hochqualitativer Sand hier. Ja, 56 Tonnen übrigens. Wo kann ich mich hinstellen? Ja, ich habe ein schönes Plätzchen für euch und Ja. auch eine Hütte reserviert. Und, Super. Luki, kriegst du eine Hütte? Mal ein Hütchen, gucken wir mal wieder. Ja, gut. Super. Dann sehen wir uns später. Wir sehen uns später. Jo, bis Auf ein nachher. Bierchen. Pass auf dich auf. Ciao. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist das denn da? Ja, das geht ja gut los, Friso. Was ist denn hier los? Moin! Das gibt's ja nicht. Moin. Hallo! Oh, wir stören beim Frühstück. Gerade zu Ende, fast zu Ende. Ich bin der Friso, grüß dich. Servus. Ich bin Anne, hallo. Lukas, Hallo grüß Anne. dich. Anne, Grüß dich. ist es deiner? Unserer. Unserer? Mein Mann und mir. Dürfen wir uns mit dem mal angucken? Natürlich dürft ihr euch den Ist es okay, wenn wir angucken. dich stören? Kommst du mit? Ich komme mit. Das ist ja ein irres Teil. Ja, ne? Da wirst du oft mit angesprochen, oder? Ach, guck mal. Dauernd, ja. Ne? Dauernd. Moin. Guten Morgen. Servus, moin. Der Friso vom Campingcheck. Grüß dich, Hallo. Lukas. Luki. Gute. Grüß dich. Hallo, Gude. Gude heißt das, okay? Komm, das ist doch, ja, in Hessen heißt das Gude. Ja. Ja, ne? Ist wirklich so. Ja. Wo kommst du her? Aus Andernach. Also wir kommen beide aus Andernach. Und da sagt man was?
Ein gute wie. Ein gute wie. Anne, geil. Was ist denn das für ein Teil, sag mal? Das ist ein ehemaliges Löschfahrzeug. Ein Feuerwehrfahrzeug? Jawohl. Oh, Lukas! Was ist denn das für ein schönes Führerhaus? Ich werd verrückt. Nein, darf ich mal? Ja, klar. Wie lange hast du den glaub's schon? nicht. 24 Jahre. So lange schon? Wie seid ihr dazu gekommen? Wir wollten gerne ein Wohnmobil haben. Ja, aber dann ist das Und ein bisschen ausgeartet. Ach nee, eigentlich nicht. Und dann hat Ralf das Auto geholt und ich habe meinen Freundinnen erzählt, mein Mann holt gerade unser Wohnmobil. Und dann kam halt das Feuerwehrauto vorgefahren. Da war das aber noch nicht hinten drauf, oder? Nee, war noch nicht drauf. Da war ein Tankaufbau hinten drauf, Blaulichter. Hast du alles selbst gebaut? Das war eine Doppelkabine. Habe ich dann alles selbst gebaut. Wir haben den Rahmen noch ein Stück verlängert, einen halben Meter. Können wir mal einmal vorne reingucken? Ja, klar. Da ist wenigstens noch was drin. Da ist was drin. Guck mal hier, das sieht ja aus wie ein Düsentriebwerk. Ja, Ich mach mal hier, richtig? Ja, einfach mal kräftig ziehen. Und ein bisschen Kraftanstrengung. Und dann kann man Oh, ist ja schön. weit aufmachen. Was haben wir denn da? 6 Zylinder? Ja, 6 Zylinder. 1, 2, Vorsicht 3. im Kopf hier, ne? Ja, ja. 6 Zylinder, 9,5 Liter Hubraum. Und luftgekühlt hier, Leute. Luftgekühlt, ja. Boah, Mit wie schön ist der. 150 PS. Oh, wo wart ihr denn damit schon? Super. Bis ganze Peloponnes, Griechenland rund. Jetzt kamen wir gerade, wo waren wir denn zuletzt? Letzte Woche waren wir noch in Norddeutschland, an der Ostsee. Schön da, ne? Ach, herrlich. Das ist ja richtig gemütlich bei euch, du. Das kannst du anlassen, die Schuhe. Das ist ein Gebrauchsteppich. Ein Gebrauchsteppich, das ist gut. Achso, hier geht's zum Führerhaus. Da geht's vorne rein, das ist die Schiebetür. Das ist ja Da kann die praktisch. Mutti mal während der Fahrt hinten schnell ein Brot schmieren. Ah, die Mutti. Ne? So. Oder der Papi. Der Papi sitzt hier da und fährt. Du fährst immer? Ja, ich fahre. Und an den Armlehnen sind Socken da. Sehe ich das richtig? Ja, das sind Sockengröße. Ja. Da muss ein bisschen erfinderisch sein, das Camper. Ja, die haben gepasst. Dann hast du nicht so einen Kunststoff da. Ja, also Was haben wir hier? Super. Wir haben eine Toilette nochmal. Oh, ey, So, aber aber ohne Dusche, die haben wir außen. Da habe ich so eine Klappe außen. Sag mal, das ist wirklich richtig schön bei euch. Vor allem so gemütlich. Hier ist muckelig. Ja. Ja, Möbel und die Innenausstattung, da war meine liebe Gattin für. Geschmack hast du. Danke. Ja. Also die sind alle selbst gebaut. Jede Klappe, jede Tür ist selber geschreinert. Also es ist nichts Gekauftes. Du hast es geschreinert? Nein, wir zwei. Ihr habt das alles selber gemacht von mir? Jede Tür und jede Klappe. Das sieht aus wie gekauft. Kannst du Sag mal. gucken, hier innen sieht man, dass das mitgekauft ist. Naja, komm. Ja, oder? Wahnsinn. Und da steht er doch im Original fast. Ja, hier ist, Ach, guck mal, Luki. da ist so ein bisschen das Original. Krass. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, der hat spezielle Blinker. Kann das sein? Der hat außen Winker, ja. Winker, das müssen wir uns einmal noch angucken. Ja. Nimm ich den Schlüssel mit. Hoppala. Ja, mach mal an. Ach, der blinkt sogar. Der leuchtet. Ich dachte, der kommt nur raus. Ja, beim Käfer kommt der nur raus, der bleibt dann stehen. Aber das ist ein Pendelhubwinker. Ein Pendelhubwinker. Winker, nicht Blinker. Wahnsinn. Wie viel seid ihr damit unterwegs im Jahr? Im Jahr kommt auf meistens so 4.000 Kilometer. Meistens Toll. so. Aber jetzt haben wir mehr Zeit, es kann sein, dass es was mehr wird. Okay. Soll ich den einmal anmachen? Oh, der erste Campingtraktor. Das ist ja toll. Pass auf dich auf, Dankeschön. Anne, mach's gut. Ah. Musik in den Ohren. Aber echt. Ah. Sehr schön. Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao. Ja, das geht ja gut los hier. Wie toll ist der denn bitte? So, ich bringe Pamela erstmal zu ihrem Stellplatz. Der kleine Campingplatz hat rund 50 davon. Hier in Wetzlar. So, Pamela ist ready. Das Tolle an der Pamela ist übrigens diese Sitzecke. Also da können wirklich bis zu 6 Leute drin sitzen. Sehr gemütlich. Da können viele Leute vorbeikommen. Und hier, den Tisch kann ich runterklappen, da schlafe ich dann immer. Was ist denn, Luki? Guck dir das an. Ja. Frühstück. Oh. Ich habe mit Patrick gerade, habe mir einen Schlüssel geholt fürs Entennest. Ich schlafe nämlich im Entennest.
Das ist selbstgemacht, guck mal hier, selbstgemachtes Rührei. 8 Eier. Was hast du bezahlt? Um die 12 € was. Ja. Oh, das ist aber günstig. Hat er gesagt, der ist ja auch Bäcker, ne? Deswegen. Direkt hinter dir soll ich hier wohnen. Entennest, kommt mal mit rüber. Das ist mein Nachbar. Es müsste hier sein. Oh ja, guck mal da. Ja. Hallo, Ente. Lukas, Ente. Ganz hübsches Kerlchen hier. So. Du Erpel, du. Du so. Obererpel. Komm mal her. Wo ist der Schlüssel? Hier. Guck dir das an. Ich komme. Friso. Sieht doch echt nett aus. Das von ist schick schon. Und schön. Ja? Ja, zeig mal her. Oh, guck mal hier. Super. Kannst du dritt drin schlafen? Ja. Und ich habe Gesellschaft. Gesellschaft ist wichtig. Warum hast du Gesellschaft? Hier ist tierische Gesellschaft anwesend. Kostet übrigens 90 € die Nacht für 3 Leute. Okay. Oh, jetzt mal. Guck dir das mal an. Das ist für den Preis kannst du nichts sagen, finde ich. Das haben wir auch noch nicht so oft gehabt, ne? Dass du so ein komplettes Frühstück buchen kannst. Dann, Brötchen gibt es ja oft, aber. Lass uns reinhauen, Friso. Ja. Entenfrühstück. Quack, quack. Quack, quack, quack. Der Campingplatz ist 12.000 Quadratmeter groß und liegt direkt an der Lahn. Aber das ist schon schön hier, oder? Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, wir sind hier mitten in Wetzlar. Wow. Was ist denn das? Guck mal, der hat einen Porsche aufgemalt hier. Siehst du das? Ja. Schwierig zu sehen, aber schön foliert. Das wäre, glaube ich, auch was für die Pamela. He? Macht sie optisch ein bisschen schneller. Renn-Pamela. Hallo. Guck mal hier. Schon fett. Hallo? Sau cool. Moin. Moin. Ihr habt ja mal ein cooles Auto, der Friso. Hi. Grüß dich, Danke. Lukas. Ich bin Andrea. Hi. Andrea, hi. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Wer bist Hallo. du? Marco. Moin, grüß Marco. dich, Hi. Du mal reinkommen bei euch kurz? Aber Ja, klar. Kommt Das ist aber lieb. Guck mal. Das ist ja. Ach, ihr habt schön kuschelig. Das sieht ja auch fast aus wie zu Hause. Ja. Ja, ist auch genauso viel Platz wie zu Hause. Ja. Das ist ein schöner Camper. Seid ihr damit viel unterwegs? Ja, wir leben seit 4,5 Jahren hier drin. Ach ja. Ihr lebt hier drin? Ja. Seit 4,5 Jahren? Ja, wir haben vor 5 Jahren, also Ende 2019, entschieden, alles aufzugeben. Haus verkauft, Job gekündigt. Und seitdem leben wir hier im Camper und reisen kreuz und quer durch Europa. Ihr habt alles verkauft und alles aufgegeben? Ja, genau. Ich hatte einen Fotografenkollegen, mit dem ich sehr gut befreundet gewesen bin. Der ist frühzeitig an Krebs gestorben. Okay. Meinen Vater habe ich verloren früh, der ist früh an Krebs gestorben. Das tut mir leid, okay. Und da hat man halt angefangen zu überlegen, Mensch, war es ja schon im Leben alles oder möchtest du irgendwas erleben? Und das hat uns dann dazu bewegt, sag ich mal, wirklich die Entscheidung zu treffen, komm, wir machen mal was anderes. Und haben uns so eine Waage gemacht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Oh, krass. Und ein Jahr lang, dann haben wir uns entschieden, so, wir machen das jetzt. Nachdem alles dafür gesprochen, das meiste dafür gesprochen hat. Und jemals bereut bis jetzt? Nein, nicht einen Tag bis jetzt. Okay. Wirklich. Tolle Leute kennengelernt, schöne Sachen gesehen, tollen Motorsport, zwischendurch nette Leute kennengelernt, immer wieder was Tolles. Alles richtig gemacht? Bis jetzt kann ich sagen, ja. Krass, krass. Und ihr wohnt seit 4,5 Jahren jetzt hier drin? Dann weil jetzt will ich mal gucken, wie man hier drin wohnt. Okay, gut, die Küche ist wirklich klein, aber ist alles da? Ja, das geht ja zur Not doch Outdoor. Das Ach, wie Bad- schön ist das denn hier? Guck mal. Das ist Klo? Jetzt muss ich Ja, mal kurz dahinter gucken. dir ist noch die Dusche. Ja. Und wenn du dann da rumgehen magst, das gibt Da es kann von man hier beiden rumgehen? Seiten, da ist dann noch das große Bett. Oh. Und ihr lebt seit 4,5 Jahren hier drin? Ja. Da muss man sich aber auch gern haben ein bisschen, oder? Ja, das klappt jetzt schon seit 37 Jahren, also Oh. sollte man das wissen. 37 Jahre Jahre, Leute, Camperliebe hier. Guck mal. Das ist ja cool. Ist es dann nicht langweilig, jetzt die ganze Zeit hier rumzufahren? Blöde Frage wahrscheinlich. Nee, aber, überhaupt ne? Weil du lernst immer wieder neue Leute kennen. Ja. Durch den Motorsport sind natürlich auch immer die Richtung vorgegeben, wo wir hinfahren. Ach, ihr seid Motorsport-Fans, oder? Genau. Ja, ich bin Motorsportfotograf. Sie arbeitet beim Catering. Das erklärt die Erklärung. Das ergibt sich dann ja auch alles, die ne? Beklebung meine ich, ja? Ja, und zwischendurch guckt man halt uns ein paar Stellplätze an und legen unsere Route fest, wo wir dann landen. Geil. Und so sind wir auch mal hier in Wetzlar zufällig gelandet, weil es auf dem Weg lag. Cool. Und einfach macht Spaß, ja. Super. Wofür ist der Anhänger draußen? Da ist ja auch noch was, habe ich gesehen. Genau, weil die Motorsportsaison ist ja von April bis Oktober. Ja, da, Und, da fotografieren wir Ja. und über den Winter rüber renovieren wir dann. Da ist Hä? Werkzeug drin. Wie, was renoviert ihr? Badezimmer, Wohnungen, alles was gerade so anfällt. Zeig dir. Kleinigkeiten, größere Sachen. Dürfen wir den mal sehen, den Anhänger? Na klar. So, also das ist jetzt eure Garage im Prinzip dann. Genau.
Garage, Werkstatt. Ach nee. Eine Roller halt für den Motorsport, um die Rennstrecke rumzufahren. Ja. Beziehungsweise auch so, wenn wir unterwegs sind, ne? Machen wir mal einen Ausflug. Wir waren in der Schweiz, dann nimmst du halt mit den Roller, kannst damit durch die Gegend fahren. Geil. Und der Rest ist halt da Werkzeug und Maschinen. Wahnsinn. Und ich habe das nicht ganz verstanden. Also wenn ich jetzt zu Hause was zu renovieren habe, dann rufe ich euch an? Ja. Und dann? Dann müssen wir gucken, dass wir einen Platz haben, wo wir mit dem Wohnmobil stehen können. Und bis jetzt hat es immer super geklappt. Und dann renoviert ihr? Und dann renovieren wir, genau. Leute, ich würde sagen, das ist Work and Travel, oder? Absolut, ja. Absolut. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Vielleicht hören wir noch mal voneinander. Ich meine, irgendwann ist die Hütte auch mal kaputt und dann weiß ich, wen ich jetzt anrufen muss. Pass auf euch auf. Ciao. Danke. Viel Spaß, Wetzlar. Euch weiter viel Spaß. Spaß noch. Netter Handwerker. Und macht weiter so, ne? Ja, danke. Weißt du übrigens, Luki, was ich gelernt habe? Handwerkermarmelade. Mettbrötchen. Lecker mit. Wieder was gelernt. Guck mal hier, echte Sonnenanbeter. Lasst euch nicht stören. Ude, Patrick, sag mal, was hast du denn hier für Fahrzeuge draufstehen? Ja, Das ist ja krass, oder? Ja, die waren alle mal so übers Jahr über hier. Die kenne ich auch ein bisschen näher. Und ja, ich habe allen Bescheid gesagt, dass wir heute Oktoberfest haben. Ja, haben sie alle fleißig gebucht. Der Platz ist voll. Aber wirklich, also wir haben jetzt schon abgefahrene Sachen gesehen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Krass, ne? Ja, ist echt interessant, was hier das ganze Jahr über so reinfährt, ne, wo du denkst, wow. Also hast du richtig so Stammkunden schon? Ja, doch. Viele, die jedes Jahr oder auch mehrmals im Jahr wiederkommen, wo auch schon echt Freundschaften entstanden sind. Ja, also auch hier vorne die zwei mit den großen Wohnmobilen, die sind, keine Ahnung, 20 Mal im Jahr da. Ne? Und wenn es nur übers Wochenende ist. Dann machst du irgendwas richtig. Irgendwas machen wir richtig. Irgendwas machst du richtig. Super. Wir gehen mal weiter gucken. Bis dann. Bis später. Ciao. Ist schon... Ein bisschen Campingplatz muss ja sein, ne? Schön geschnittern. Der hat die Augen von Pamela. Guck mal hier. Ja. Super. Ein alter Hanomag. Was stehen die für Schätzchen hier? Das gibt's ja gar nicht. Sieht nach großer Expedition aus. Hallo. Hallo. Moin. Wen gehört der? Grüßt euch. Gruß in die Runde. Lukas. Servus. Grüß euch. Gute. Friso vom Camping Check. Gute. Das ist deiner. Ja. Oh ja. Wer ist denn dein Mädchen? Ah, ja. Hallo. Da muss ich doch mal Hallo sagen. Grüß dich. Wer bist du? Monja. Das ist ein schöner Name. Monja? Das sieht ja nach großer Expedition aus hier bei euch. Warum? Ja, ich habe mir den damals mit einem Freund zusammen nach dem Studium gekauft und dann haben wir den vom THW gekauft, umgebaut und dann haben wir eine ganz lange Tour durch den Nahen Osten gemacht. Türkei, Syrien, Jordanien, alles, wo man jetzt nicht mehr hinfahren kann, aber... Darf ich mal reingucken? Ja, selbstverständlich. Super. Das ist ja krass. Das heißt, im Moment, ohne dir zu nahe zu treten, aber wie lange hast du den dann schon? Seit 1994. 1994, das heißt jetzt seit 30 Jahren? Ja. Krass. Und beide nicht älter geworden? Das Auto nicht. Monja muss lachen. Das Auto ist immer noch genauso fit wie damals. Genau. Bist du gern damit unterwegs? Ja, wir sind früher, wie die Kinder klein waren, sind wir auch oft mit denen gefahren. Was ist denn das für ein Knubbel da vorne auf dem Dach? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das sehe ich öfter bei den Dingern. Dieser Deckel zum Öffnen oben. Ja. Ja, das war ja ursprünglich mal ein Militärfahrzeug und da konnte dann oben der Soldat mit dem MG stehen. Ach du Scheiße, echt jetzt? Ja. Okay. Das kann man aber jetzt nicht mehr öffnen. Kann man noch öffnen, ja. Aber dann stehst du da mit einer Friedensflagge. Ja, natürlich. Muss ja vor allen Dingen, wenn du da in fremden Ländern unterwegs bist, muss man ja irgendwie ein bisschen pazifistisch sein. Ne? Ja, ich bin voller Pazifist und das Auto sieht ja auch nicht mehr gefährlich aus. Jetzt haben wir noch ein Monster hier stehen. Seid ihr befreundet? Friso, grüß dich, hallo. Hallo Heidi, ja, Heidi? wir sind befreundet. Ah, die Leute mit den großen Trucks sozusagen. Grüß Bernd, dich. hallo. Bernd, hi. Und du hast dir mal eben ein Feuerwehrauto auch gekauft. Ja, das habe ich mir zu Weihnachten geschenkt dieses Jahr. Oh. Und da hast du dir zu Weihnachten geschenkt? ja. Habe ich ersteigert und dann ging es an den Wohnmobilausbau. Was hast du bezahlt? 5.600 €. Nicht dein Ernst? Für ein blankes Feuerwehrauto mit TÜV. 5.600 €? Ja. So, und dann den Ausbau. Das ist nicht ernsthaft eine Kühlschranktür, oder? Kein Camper ohne Kühlschrank, aber ich brauchte hinten eine Tür, weil dieser Rollladen, der lässt sich ja von innen auch nicht öffnen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, es gibt Kühlschränke, die 80 cm breit sind. Oh wow.
Darf ich mal rein? Ja, klar. Kommst du mit? Luki, du vielleicht zuerst, komm. Heidi, du auch? Die Kissen habe ich auch im Templer drin hier. Genau dieselben Kissen, geil. Wahnsinn. Oh, ist das gemütlich. Oh, sag mal. Das ist aber, ach guck mal, noch so ein schöner Kühlschrank hier. Darf ich mal? Ja. Ach, guck mal. Und wart ihr schon richtig auf Tour jetzt, Heidi? Das ist die erste Fahrt. Jetzt echt? Ja. Ja. Ernsthaft. Also wir haben früher schon einen Wohnwagen gehabt. Ja. Haben dann Pause gemacht, wie die Kinder groß waren. Und dann ging es jetzt um, Kinder sind aus dem Haus. Und dann hieß es, wir brauchen ein Wohnmobil. Und dann habe ich auf den Markt geguckt und dann haben wir geguckt, was kostet sowas. Und dann gab es nur was für viel Geld mit vielen Kilometer. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann brauche ich selber eins. Aber ist es ein bisschen eng. Wo schlaft ihr dann hier, wo wir drauf sitzen? Da ist eine Schiebetür. Sehen wir auch. Die Matratze ist nur ein bisschen breit. Ikea hat sich nicht an das Ausbaumaß von dem Feuerwehrauto gehalten. Aha. Oh. Oh. Das ist ja irre. Ach, guck mal, wie gemütlich. Ja. Cool. Das ist mal cool. Da vorne ist sogar ein Feuerwehrhelm noch, Friso. Guck mal. Das ist wirklich, wirklich schön geworden. Echt toll. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Reise noch. Wenn es brennt, kannst du nicht wirklich helfen, ne? Nicht wirklich. Ja. Wobei doch hier. Ja, was ist das hier? Ein bisschen Seife. Seife, okay. Immerhin. Danke euch. Cool, so eine Feuerwehr wäre noch was. Das Tolle ist ja immer bei den Feuerwehren, die werden von der Feuerwehr gepflegt wie blöd. Die stehen ständig in der Halle, fahren auch nicht viel. Wie viel hat der runter? 25.000. 25.000, das ist ja gar nichts. Das ist ja irgendwie fast eine Tageszulassung. Tschüss Heidi. Tschüss. Oh. Was los, Friso, was los? Das ist der feuchte Traum eines jeden Campers und einer jeder Camperin. Was ist denn das? Mega schön. Oh. Moin, hallo. Grüßt euch. Jetzt kommt gerade das Fernsehen. Ja, Friso und Lukas vom HR, grüßt euch. Moin. Wer bist du denn? Edgar. Edgar, bist du auch Camper? Ja. Ja? Wem gehört der? Und oh. Servus. Hi. Wer seid Servus. ihr? Carina, Markus, ja? Jupp Hermann. Wie heißt der? Jupp Hermann. Ist das ein Camper, richtig? Eigentlich ist das ja, ein Neunsitzer, aber da wir heute mal auf dem Campingplatz sind, haben wir gesagt, wir bauen uns den um. Habt ihr den so gekauft? Den habe ich als Bausatz gekauft. Und zwar ist ein Reimport aus Amerika. Ja. Ja, hat 4,5 Jahre gedauert, bis der jetzt wieder so aussieht, wie er hier steht. Du hast 4,5 Jahre dann geschraubt. 4,5 Jahre. Was hast du komplett- gemacht in der Zeit? Viel komplett Freizeit restauriert. gehabt, oder? Viele Nerven gelassen. Warum? War der immer weg, oder was? Nein, aber es ist natürlich zeitintensiv. Das ist wunderschön, echt. Das freut mich, dass es anderen Leuten auch gefällt. Was ist denn das für eine Farbe? Die ist ja richtig abgefahren. Farbe Savannenbeige. Savannenbeige. Und wolkenweißes Dach, wolkenweise Stoßstangen, wolkenweise Felgen. Der Ah, wie Kadett, schön. was hat denn der für eine Farbe? Bottrop beige. Bottrop beige. Pass auf euch auf. Ciao. Bottrop beige. Ja. Verrückte Truppe. Oder Bielefeld Blue. Ein Kadett habe ich mir immer als Kind gewünscht. Das wäre mein erstes Auto. War es aber leider nie. Was war dein erstes Auto? Ein VW Käfer in Knallrot. Oh, das ist gut. Ich hatte einen Ford Fiesta von meiner Schwester. In weiß. Ah, das war nicht so schön. Bottrop beige wäre schöner gewesen. Es ist spät Nachmittag auf dem Campingplatz in Wetzlar und Patrick hat uns an die Beach Bar eingeladen zum Oktoberfest. Jetzt ist soweit. Oh, was ist das denn hier? Das kriegst du nachher noch, Luki. das ist Heute wieder- ist Haxe angesagt hier. Hast du 2 Maß für uns, Patrick? Hab ich natürlich. Bring ich Oh. Hier. Oh! Ah, du bist die Frau von Patrick, ne? Ich bin die Frau von Patrick. Hallo, grüß dich. Ja. Grüß dich, hi. Ich habe leider keine Hand frei gerade. Das mache ich, du. Ihr Lieben, was war das eine coole Folge, oder? Ganz ehrlich, 2 Megaplätze. Der eine ein bisschen größer, direkt an der Weser. Der andere ein bisschen kleiner. Hier schick gelegen an der Lahn. Und nette Leute, oder? Wahnsinnige Camper haben wir gesehen. Und ich sag euch, es muss gar nicht immer ein See sein. Also so am Fluss ist auch ganz schick, oder? Bravo euch, Jungs. Das Schöne ist, der Campingcheck geht weiter. Wir haben schon wieder große Pläne. Und da freuen wir uns doch eigentlich schon den ganzen Tag drauf, oder? Luki, komm. Hä? Was sagst du? Mega, ein Platz an der Sonne mit einem kleinen Bierchen, Leute. Kleines Bier, Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt Campinggröße. uns gewogen. Passt auf Mein euch Lieber. auf, bleibt gesund. Es geht Und geht mal weiter. wieder campen. Prost, mein Freund. Prösterchen, Friso. Ja.